Was haben wir hier auf dem Tisch stehen? Exakt, es geht heute um eine Laservorstellung. Wir schauen uns gemeinsam den Atomstark X7 Pro an. Das ist ein 50 Watt Laser bzw. ein 10 Watt Laser in der Ausgangsleistung. Und wir klären einfach mal, ob ein 10 Watt Laser überhaupt einen Sinn macht, sich so einen zu besorgen. Und wir schauen uns diesen Laser einfach mal genau an. Also viel Spaß beim Schauen. Herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ja, ihr seht ja hier diesen Laser auf dem Tisch stehen, den werden wir uns heute mal genauer anschauen, den Atomstark X7 Pro. Gipfelholz hat ja vor ein paar Monaten schon mal einen Laser vorgestellt, den Orto Laser Master 2 Pro. Das Video werde ich euch hier verlinken. Es kam sehr gut an, das Video, und das Gerät ist auch ein sehr beliebtes Gerät. Und prima. Jetzt drücken aber immer mehr Laserhersteller mit einem 10 Watt Laser auf dem Markt, und wir wollen in diesem Video einfach mal klären, taugt ein 10 Watt Laser überhaupt was? Können wir damit mehr Sachen machen im Endeffekt? Wir werden jetzt einfach mal verschiedene Materialien heute mal lasern. Ich werde die ganzen Parameter, die ich hier dann verwendet habe bei diesen Materialien, auf meine Homepage packen. Den Download-Link oder den Link werde ich euch unten reinpacken in die Videobeschreibung. Ebenso alle Materialien, die ich verwendet habe, könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wenn es euch da was interessiert. Dann müsst ihr nicht lang suchen danach. Und ich werde euch natürlich auch kostenlose Dateien zum Downloaden anbieten, zum Beispiel das Lasergitter hier, was wir drauf lasern können, oder einen Speed- und Power-Test, den können wir bei jedem Laser anwenden. Könnt ihr euch auch noch kostenlos downloaden. Alles auf der Homepage werde ich euch unten verlinken. Na gut, aber wir starten jetzt erstmal mit dem Zusammenbau, und nach dem Zusammenbau werden wir uns natürlich den Laser nochmal im Detail anschauen. Also, bis gleich und viel Spaß beim Zusammenbau. So, jetzt haben wir das Ganze mal aufgepackt. Es ist alles mitgeliefert, was wir für den Aufbau brauchen. Also wie gesagt, hier alles gut verpackt. Das Touchpanel, die Steuereinheit, Laser selber, Netzteil, alles dabei. In der Bedienungsanleitung habe ich jetzt nachgeschaut, es steht recht gut beschrieben. Also wir werden es mal sehen, wenn wir es zusammenbauen. Step 1, 2, 3 und 4. Wir haben bloß 4 Steps. Was ich jetzt ganz cool finde, ist, dass wir hier diese Sachen auch noch beschriftet haben. Step 1, 2 und 3. Ja, ich denke mal, wir werden einfach mal zusammenbauen. Ich werde euch da nicht viel erklären, sondern wir werden einfach mal schauen, wie wir es und wie schnell wir es zusammenkriegen. Hier ist auch noch eine kleine Bürste mitgeliefert. Es sind auch noch Musterteile mitgeliefert, wo man dann lasern kann, und natürlich das Werkzeug hier. Gut, schießen wir los! Der Aufbau ist gut geglückt. Das Einzige, was ich beim Aufbau sagen muss, ist wirklich, dass man diese Riemen,
diese Riemen zum Spannen hier mit dieser Schraube und mit diesem da reinquetschen, muss ich sagen. Das finde ich jetzt das einzige nicht Gute daran. Aber gut, es ist machbar. Man muss halt da ein bisschen rumfummeln. Aber egal, der restliche Aufbau des Lasers war wirklich total einfach. Also ich sage es mal 10 bis 20 Minuten, überhaupt kein Problem. So Leute, jetzt kommt's mal her. Ich muss euch doch noch was zeigen, denn in der Zwischenzeit habe ich noch was anderes vorbereitet. So, das, was ich euch zeigen möchte, wäre, jetzt schaut's mal, wenn ich das Ganze hier wegmache. Ich habe mir eine Opferplatte, habe ich mir vorbereitet. Ist einfach nur ganz normale Holzplatte zugeschnitten und habe mir hier ein Gitter, ein Ausrichtegitter hingemacht oder hingelasert, draufgelasert. Diese Datei werde ich euch kostenlos zur Verfügung stellen. Die könnt ihr dann downloaden. Ich werde euch unten einen Link reinsetzen und da könnt ihr drauf gehen und das Ganze downloaden. Was ich noch anders gemacht habe, das könnt ihr auch mit Winkeln lösen. Und zwar habe ich meinen Laser festgeschraubt hier. Ich habe mir hier bei Thingiverse diese Dinger hier gedruckt. Ich habe einen 3D-Drucker, kann ich euch auch nochmal vorstellen, das Video. Und das habe ich mir dann selber gedruckt, diese Teile hier, dass dann der Laser, der kann dann einfach nur reingestellt werden und sitzt, passt und hat Luft. Nein, Luft hat er nicht mehr, weil das wirklich top ist. Somit kann der Laser einfach nicht mehr verrutschen und ich bin immer hier im Mittelpunkt. Des Weiteren gibt es auch noch die Dateien, die sind noch erweiterbar. Man kann sich da noch Klötze drucken. Ich habe mir hier auch noch Klötze gedruckt, wo man dann den Drucker nach oben stellen kann. Das ist ja wie so ein Lego-System im Endeffekt, wo man draufstecken kann und dann kann man den Laser nach oben setzen. Solltet ihr mal einfach größere Sachen zum Lasern haben, kann man das einfach wirklich hier draufsetzen. Diese Datei werde ich euch auch noch unten verlinken, wo ihr dann praktisch diese Datei, falls ihr einen 3D-Drucker habt, dann selber drucken könnt. Aufmerksamen Zuschauern ist es vielleicht nicht entgangen, dass ich schon wieder eine Änderung am Laser noch vorgenommen habe. Und zwar habe ich mir hier einen Air Assistant hingebaut. Wozu ist der da? Der ist dafür da, dass man der bläst hier Luft auf den Laserpunkt und da können wir besser schneiden dadurch, ohne dass da so ein Schmauch da ist, so ein verbrannter Schmauch. Der bläst Asche und Dampf oder Rauch einfach weg und damit kann man einfach besser schneiden. Warum habe ich mir den selber gedruckt? Ganz einfach, zum Zeitpunkt des Videodrehs war der Air Assistant mit Kompressor, der richtig cool ist, von Atomstark leider nicht verfügbar. Deshalb habe ich ihn mir selber drucken können, weil ich ihn nicht bestellen konnte. Aber er sollte jetzt wieder vorhanden sein. Müsst ihr einfach mal drauf schauen, werde ich euch verlinken. Genauso auch den werde ich euch unten verlinken. Den könnt ihr bei Thingiverse kostenlos downloaden und das Ganze dann selber ausdrucken. Aber ich muss dazu sagen, damit der Laser nicht überhitzt, weil er keine Löcher hat, muss er eigentlich immer mitlaufen. Egal was ihr lasert, müsst ihr den wirklich immer anmachen, den Kompressor, damit immer Luft da unten reinkommt. Weil sonst habe ich schon mal in ein paar Foren gesehen, dass dort die Linse brechen kann. Also seid da ein bisschen vorsichtig mit dem Air-Kompressor, mit dem Air Assistant, damit ihr immer damit lasert. Es hat natürlich auch einen mini kleinen Nachteil hier. Und zwar sieht man ja, früher war ja diese Scheibe hier drin, die war hier vorne drin. Ja, ich sage jetzt mal so, beim Ausrichten des Werkstücks ist ein bisschen komplizierter, das Ganze zu machen. Ihr müsst dann so auf die Höhe gehen und müsst dann schauen, dass ihr das Ganze schön ausrichten könnt mit dem Punkt unten und dann halt erst das Ganze fixieren, lasern. Aber ihr habt es ja hier, wenn ihr dieses Gitter hier druckt, könnt ihr auch das Ganze schön ausrichten danach, weil der Punkt ist ja echt absolut genau. Einen guten Vorteil hat es natürlich auch noch, und zwar kommen da überhaupt keine Laserstrahlen mehr drumherum raus. Es kommen nur noch durch die kleine Lücke von 2 mm unten ein paar Nebenstrahlen raus, aber den Laserpunkt selber, den sieht man nicht mehr. Dann schauen wir uns mal den Laser im Detail genau an. Also er ist hochwertig aufgebaut, alles aus Alu, hier ist nichts aus Plastik an diesem Gerät hier. Und das Wichtigste ist halt hier das Lasermodul, da haben wir ein 10 Watt Modul in der Ausgangsleistung, muss man dazu sagen. Und wie wird das gemacht mit den 10 Watt? Das habe ich jetzt mal mir angeschaut und zwar über 2 Laser, die da drin sind. Die werden dann über einen Spiegel hier gebündelt zu einem Punkt und dieser Laserpunkt, der hat 0,06 mal 0,06 mm. Also das ist wirklich super klein und fein, wie er lasern kann von dem her. So, jetzt schauen wir uns mal die Front an. Eine Besonderheit dieser Front ist, also hier haben wir schon mal hier einen Notaustaster, ist ganz interessant. Achtung, beim ersten Mal in Betrieb nehmen, achtet darauf, dass der nicht gedrückt ist, sonst habt ihr keine Verbindung zum Rechner.
Hier haben wir die Verbindung zum Rechner, USB-Port, wir haben einen Ein- und Ausschalter und wir haben einen Reset-Taster hier. Aber jetzt haben wir eine Besonderheit da, ihr seht es ja schon, wir haben hier ein Touchpad, das wir hier mit Magnet hinmachen können und einen Micro-SD-Karten-Slot. Das hat den Vorteil, dass wir hier Dateien im Lightburn zum Beispiel speichern können im G-Code. Wir machen die Einstellung in Lightburn, was wir gelasert haben wollen, welche Geschwindigkeiten und alles. Speichern das Ganze unter Datei, exportieren im G-Code, tun die Micro-SD-Karte hier rein und machen hier einfach Start und somit können wir offline lasern. Hat zum Beispiel auch den Vorteil, wenn wir dann hier eine USB-Verbindung haben, das ist mir schon ein paar Mal passiert beim Ortur, aber aus Versehen bloß passiert, dass man dann die USB-Verbindung irgendwie kappt oder sonst irgendwas und das Gelaserte war dann ja kaputt im Endeffekt, weil man dann nicht mehr richtig starten kann. Also wer das dann braucht, der kann es natürlich nutzen, brauche ich euch nicht erklären, ist total easy zu bedienen. Was auch noch gut ist an dem Laser ist, das seht ihr hier an diesem Stepmotor hier, und zwar haben wir hier noch eine Stange verbaut, damit sich die Achse hier nicht verschieben kann. Das heißt, alles was hier mitdreht, dreht auch gleich hier mit, wenn es also auf jeden Fall mal richtig gespannt ist. Ihr seht ja hier schon den Schlauch von dem Air Assistant, den ich selber gedruckt habe. Warum selber gedruckt, das habe ich ja schon erklärt. Und zwar war der momentan von Atomstark nicht verfügbar. Deshalb habe ich mir den selber gedruckt und hier ist der Schlauch dann noch, der dann verlegt wird. Was ich benutze, ist hier noch so ein kleiner Mini-Kompressor und den kann ich euch auch noch unten verlinken, falls ihr nicht den Air Assistant von Atomstark kaufen wollt. Des Weiteren habe ich mir hier noch einen Rotari besorgt. Dieser Rotari ist dafür da, dass ich runde Sachen lasern kann. Wo habe ich denn was Rundes? Hier zum Beispiel diesen Schlüsselanhänger, den habe ich auch damit gelasert, der wird da drauf gelegt und das Ganze wird dann hier rund gelasert. Dieser Rotari, den schließt man einfach hier an diesem Motor hier an. Eine Erklärung, mal schauen, ob ich die noch bringe, ob es nicht zu lang wird, aber können wir noch mal schauen. Wie gesagt, werde ich euch auch noch unten verlinken, ist ein cooles Gerät. Da sind zwar solche Erhöhungen dabei, aber die nutze ich jetzt nicht, weil ich mir ja mit dem 3D-Drucker hier selber irgendwelche Klötze gedruckt habe, diese hier. Und ich kann ja praktisch dann hier einfach diese Klötze hier reinstecken und kann das Ganze dann erhöhen. So, jetzt habe ich euch den Laser erklärt. Richtig cool. Wir werden uns natürlich nachher anschauen, ob diese 10 Watt, ob das was bringt und was es überhaupt bringt, wie schnell wir lasern können und so weiter. Das schauen wir uns einfach nachher mal an, ob sich das überhaupt lohnt, ein 10 Watt Laser. Ja, was ich noch dazu sagen muss ist, Atomstark wirbt ja mit diesen, dass man hier keine Schutzbrille benötigt. Leute, mit diesem Glas hier dran, aber ich würde es euch trotzdem empfehlen, kauft euch noch eine Laserschutzbrille, mal ganz ehrlich, es ist euer Augenlicht und es kommt immer irgendwie Strahlen an der Seite raus oder sonst irgendwas, also schaut es da nicht so direkt hin. Des Weiteren würde ich euch noch eine Absaugung empfehlen, gerade wenn ihr jetzt Folie lasert oder sonst irgendwas Plastik oder so macht, das ist hochgiftig, das Zeug, das muss irgendwie abgesaugt werden und nach draußen befördert werden. Ich habe ja schon mal ein Video mit Manu zusammen gemacht mit einem Lasergehäuse, das wir selber gebaut haben. Das werde ich euch auch noch hier oben verlinken. Schaut es an oder ihr könnt auch ein fertiges Gehäuse kaufen. Oder wer Glück hat, wie ich hier in der Werkstatt eine Absaugung zu haben, benutzt halt einfach sowas. Aber wirklich saugt das Ganze ab, ist gesundheitsschädlich. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal an den Rechner und schauen uns das Ganze hier an. Ich werde euch ja mal erklären, wie man das Ganze an den Rechner anschließt. Ich habe Lightburn in Benutzung, denn die normale Software gefällt mir nicht so gut, die immer mitgeliefert wird. Deshalb benutze ich Lightburn, habe ich mir auch gekauft. Kostet roundabout irgendwie sowas um die 50 €, aber das Ganze lohnt sich dann. Werde ich euch unten auch nochmal verlinken. Also ab an den Rechner und dann schauen wir uns das mal an. So, jetzt habt ihr Lightburn installiert. Hier seht ihr die Oberfläche. Ihr seht hier auf der rechten Seite Fenster. Wie gesagt, ich benutze diese Laser GRBL benutze ich nicht. Ich mag die nicht so gern, weil ich hier im Lightburn, es ist ein sehr mächtiges Programm, sehr viel einstellen kann und es ist doch relativ einfach zu bedienen, wenn man sich damit ein wenig beschäftigt. So, jetzt ist es erstmal wichtig, dass ihr diese Fenster hier habt. Solltet ihr die nicht haben, ist es so, ihr könnt sie hier an der Seite anklicken, aber normalerweise sind sie da und das Wichtigste ist erstmal hier das Laserfenster, um hier euer Gerät zu verbinden. Da geht es auf
Geräte hier, finde meinen Laser und weiter. Also vorausgesetzt, der Laser ist an und angeschaltet, gell? Und der Notaustaster ist nicht gedrückt. So, jetzt müsste hier normalerweise was drinstehen. Sollte es nicht der Fall sein, könnt ihr auch anders loslegen. Ihr geht jetzt hier auf Manuell erstellen, GRBL anklicken, Next, seriell USB, Next. Und jetzt könnt ihr hier einen Namen noch eingeben. Jetzt könnt ihr hier die XY-Achse. X ist bei uns 410 und Y ist 400. Wieder auf Next. Jetzt könnt ihr hier sagen, wo der Laser starten soll. Die Home-Position ist vorne links bei diesem Laser. Und ob ein Auto Home-Position fahren soll, könnt ihr hier auch noch einklicken. Also einfach auf Next. Jetzt seht ihr hier nochmal die Übersicht und ihr braucht bloß Finish drücken. Habe ich ja schon, brauche ich nicht mehr. Und dann seht ihr hier unten den Atom drin stehen und hier doch den Port, wo ihr es angeschlossen habt. Und wenn es jetzt hier auf Auswählen steht, müsst ihr einfach hier auf die COM-Position gehen und schon fährt ihr in die Home-Position normalerweise. Gut, das ist jetzt erstmal der erste Schritt, was ihr machen müsst. Und dann würde ich noch euch empfehlen, wenn ihr auf Bearbeiten geht, Geräteeinstellungen geht, schaltet hier mal diesen Laser-Feuerknopf ein, weil den braucht ihr im Endeffekt auch noch. Müsst ihr das Programm neu starten, dann habt ihr nämlich hier einen Laser unter Bewegung, einen Laserfeuerknopf, wo ihr dann hier das Werkstück dann am Schluss gut positionieren könnt. Ihr braucht da bloß draufdrücken und der Laser geht an, macht da nicht so viel Prozent. Bei mir reicht hier 1,25% an Feuerstärke und dann könnt ihr hier draufdrücken und ihr könnt dann ja, den Laserpunkt einfach sehen beim Abfahren zum Lasern, was ihr also lasern wollt. So, hei. Gut, im Endeffekt könnt ihr dann eigentlich schon loslegen. Ihr habt da wirklich die Übersicht, da müsst ihr euch ein bisschen einarbeiten im Endeffekt. Hier habe ich mir noch bei der Bewegung habe ich mir noch eine Position gespeichert, weil ich gehe immer auf den Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist 205 auf 200 und hier fährt der Laser automatisch hin. Hier starte ich meine Aufträge, drücke dann den Feuerknopf und kann dann das Ganze positionieren. Und bei mir startet er praktisch in der Mitte und ich mache das jetzt nicht immer in der Ecke unten, sondern ich positioniere das Ganze hier in der Mitte. Gut, ihr könnt jetzt eigentlich im Endeffekt nur draufdrücken, zum Beispiel importieren, euch ein Logo reinziehen. Seht ihr schon mal hier Gipfelholz und da könnt ihr hier gleich mal, wenn es markiert ist, die Breite einstellen. 50 mm können wir hier einstellen zum Beispiel und dann gehen wir auf die Schnittebene und hier können wir dann die ganzen restlichen Sachen einstellen. Ihr seht, das ist ein Bild, Doppelklick drauf und schon kommen wir auf die Geschwindigkeit zum Einstellen, auf die Leistung zum Einstellen und hier verschiedene Sachen zum Einstellen. Aber da müsst ihr euch nochmal mehr damit beschäftigen mit der ganzen Geschichte, wie man da richtig lasert. Das wäre jetzt ein bisschen zu lang, wenn ich das wirklich absolut im Detail erkläre. Aber das sollte jeder auf jeden Fall hier hinkriegen. Es gibt ja YouTube dazu. Jetzt wollte ich euch noch ganz kurz die Absaugung zeigen. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, eine Absaugung zu bauen. Ich habe hier wirklich, glaube ich, ein riesen fettes Rohr. Das ist, glaube ich, ein 140er oder 160er Absaugung, 160er, glaube ich sogar. Und das saugt wirklich hier alles komplett ab, ist über dem Laser platziert und bei mir riecht gar nichts und die ganzen giftigen Dämpfe gehen alle weg. Gut Leute, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal mit dem Lasern los. Wir werden verschiedene Materialien einfach mal probieren und werden uns das am Schluss dann einfach mal anschauen. Die ganzen Werte, die ich dann benutzt habe, werde ich euch, wie erwähnt, schon auf der Homepage verlinken, damit ihr die Sachen, die Werte einfach, die Parameter einfach übernehmen könnt.
Ihr konntet jetzt sehen, was der Atomstark X7 Pro alles schneiden kann und alles lasern kann. Also ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht. Diese 10 Watt bringen deutlich mehr zu einem 5,5 Watt, ist ganz klar, dass es jetzt so gut funktioniert. Das sehen wir nochmal an diesen Schnitttests hier, die ich gemacht habe. Das zeige ich euch nochmal in der Nahaufnahme gleich. Also ihr konntet schon sehen, ich konnte da einiges schneller fahren oder halt auch von der Leistung einfach definitiv weiter runtergehen. Gerade bei Schiefer, da kann ich locker mit 5, 6, 7.000 von der Geschwindigkeit locker fahren von dem her und brauche gar nicht so viel Leistung, um da richtig tolle Sachen hinzubekommen. Beim Schneiden kann ich euch definitiv empfehlen, wenn ihr auch euer Lasergitter hier drauf macht und es ein bisschen zu schonen oder nicht gleich kaputt zu machen, würde ich euch empfehlen, euch eine Unterlage zu machen. Was habe ich hier verwendet? Ich habe hier Nieten verwendet. Diese bestimmten Nieten von der Höhe her werde ich euch unten noch verlinken und ein Lochblech. Und somit bleibt das Werkstück immer hier in der Luft und kann der Laser schön durchgehen. Bei dem Lieferumfang ist ja dieses Blech mit dabei. Das kann man nochmal als Schutz drunter legen, ist gar kein Problem. Oder man kauft sich von Atomstark hier, da gibt es so dieses Honeycomb oder wie auch immer dieses Ding da heißt. Das ist halt so ein Gitter, das man drunter legen kann und da kann man seine Sachen schön drauflegen. War aber leider zu dem Zeitpunkt zum Videodreh auch nicht verfügbar. Mensch, ich wollte es mir auch bestellen, hat es aber nicht gegeben gerade. Aber ich werde euch nochmal unten verlinken und dann schaut ihr mal, ob es verfügbar ist. So, jetzt hole ich euch jetzt aber mal her und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich euch zeigen will, und zwar zu den Schnitttests. Diese ganzen Tests werde ich euch kostenlos zur Verfügung stellen. Das könnt ihr euch downloaden als Lightburn-Datei. Da könnt ihr euch dann hier diese Tests selber probieren. Die könnt ihr auch auf euren Laser wirklich direkt noch anpassen. So, jetzt seht ihr mal hier beim einen Durchgang 4 mm Pappelsperrholz. Hier der Orta Laser Master 2 mit 5,5 Watt und hier der Atomstark hier X7. Ihr seht, wie viele Durchgänge ich hier brauche. Nicht Durchgänge, wie viel Power ich hier brauche. 100%. Also das ist echt Wahnsinn. Gerade bei 2 Durchgängen sieht man es komplett. 2 Durchgänge zieht der komplett durch, egal mit welcher Geschwindigkeit und mit welchem Power. Und hier beim Orta Laser Master 2, da brauche ich dann schon mindestens 60% bei 100 Geschwindigkeit. Und hier könnte ich theoretisch schon 300 mit 60 fahren. Also das ist mit 2 Durchgängen, das ist also echt heftig. Seht ihr das einfach mal. Und jetzt zeige ich euch noch den Unterschied zwischen mit Air Assistant und ohne. Also ich würde euch definitiv empfehlen, holt euch einen Air Assistant noch dazu, weil schaut mal diesen Unterschied an. Ohne geschnitten, mit geschnitten und ihr seht, was da für ein Schmauch drauf ist. Ebenso das Schneiden hier von Fichte. Hier habe ich Fichte 10 mm geschnitten. Also das geht auch durch. Man braucht zwar einige Durchgänge mehr, verlinke ich euch ja, wie gesagt, auf der Homepage. Und hier haben wir nochmal 8 mm Sperrholz. Funktioniert auch sehr gut, mit 3 Durchgängen sogar. Also da war ich auch begeistert. 3 Durchgänge, 8 mm geschnitten. Wow, echt nicht schlecht. Was mich so fasziniert, ist dieses Edelstahl. Ich muss es echt nochmal zeigen. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich ganz normales Edelstahl. Ich habe auch diese Kanne ja gelasert. Der lasert da absolut schwarz drauf und man kriegt es nicht mehr ab. Das ist also Wahnsinn. Man kann es nicht abkratzen, gar nichts. Aceton auch nicht. Das ist wirklich im Edelstahl drin. Ich finde es faszinierend, was der damit kann. Also richtig cool, diese 10 Watt, was das mehr bringt. Bei Alu funktioniert es natürlich nicht. Das geht nur bei Edelstahl. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Das werde ich euch hier oben verlinken. Mit Alu funktioniert das ganz anders. Da könnt ihr zum Beispiel diesen Folienspray benutzen, draufsprühen. Ihr habt es ja gesehen im Video, draufsprühen, trocknen lassen, mit diesen Werten circa einfach lasern und mit Aceton abputzen und das Ganze bleibt hier drauf. Ihr seht es ja hier, weil manche Leute haben behauptet, es funktioniert bei ihnen nicht. Es ist schon der zweite Laser, einmal mit 5,5 Watt, hat es auch super funktioniert. Das seht ihr ja im Video oben und hier mit dem Atomstark natürlich auch gar kein Problem. Und ihr seht, wie toll die Qualität ist, wenn ihr das mit dem Folienspray macht. Und das ist ein ganz normales Standard-Alu. Ich glaube, das ist eloxiert oder was auch immer. Das ist ja egal, man könnt es auch probieren. Funktioniert ja auch auf Stahl und Edelstahl auch. So Leute, kommen wir mal zum Fazit. Ja, hier habe ich noch eine Laserschutzbrille auf. Vergesst die frei ja nicht. Und die Absaugung nicht vergessen, weil das ist wirklich gesundheitsschädlich. Also daran denkt bitte.
So, zum Fazit zum Gerät. Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Diese 10 Watt bringen echt mehr, definitiv mehr. Ihr habt es jetzt gesehen, ihr könnt es viel schneller fahren, ihr könnt es tiefer schneiden und ihr könnt ja halt von der Geschwindigkeit wirklich um einiges hochfahren. Gerade bei Schiefer ist es brutal, was ich da von der Geschwindigkeit fahren kann. Also ich bin da echt positiv überrascht von dem Ganzen, aber jetzt müsst ihr natürlich denken, er ist teurer und man muss natürlich auch noch andere Sachen mit dazu kaufen, damit es richtig funktioniert. Und das müsst ihr jetzt selber entscheiden, ob euch das Ganze das wert ist, diese Geschwindigkeit, diese Tiefe, was ihr schneiden könnt. Und mit dem Edelstahl und das Ganze, weil er ist ein paar Euro teurer wie ein normaler 5,5 Watt Laser oder wie der Ortur. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, die ganzen Sachen, die hier sind, werde ich euch unten verlinken. Laser auch direkt bei Atomstark, gar kein Problem. 2 Tage war er da. Ja, also ich denke mal, wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Und vielleicht habt ihr auch schon einen Laser. Schreibt es einfach mal alles rein, damit unterstützt ihr den Kanal. Ihr könnt mich ruhig zu bombardieren mit Kommentaren. Da freue ich mich sogar drüber. Lasst einen Daumen da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal aus dem Allgäu und schöne Grüße. Servus!